ME/CFS ist eine Erkrankung, die das Leben von Betroffenen oft vollständig verändern und dennoch unsichtbar bleibt. Unsichtbar, weil die Krankheit von außen häufig nicht erkennbar ist. Unsichtbar, weil die Betroffenen meistens nicht dort sind, wo die Krankheit sichtbar wird. Im Alltag, im Beruf oder in der Schule. Viele leben zurückgezogen oder sind an das Bett gebunden. Unsichtbar ist ME/CFS aber auch in der Medizin. Noch immer ist die Erkrankung nicht ausreichend erforscht. Medizinische Marker und wirksame Therapien fehlen. Versorgungseinrichtungen gibt es kaum. Es ist eine Krankheit, von der die meisten noch nie gehört haben und trotzdem Millionen Menschen betrifft. ME/CFS Myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome. Schon der Doppelname zeigt, dass die Krankheit nicht einfach zu fassen ist. Myalgie bedeutet Muskelschmerzen und Enzephalomyelitis Entzündung des Gehirns und des Rückenmarks. Doch diese konnte lang nicht bewiesen werden. Der Name, den man aussprechen kann, Chronic Fatigue Syndrome, da denkt man oft an ein bisschen müde sein. Doch ME/CFS ist eine der schwersten chronischen Multisystemerkrankungen, die mit Störungen des Immun-, Nerven- und Gefäßsystems einhergeht. ME/CFS-Betroffene leiden vor allem unter Schmerzen und extremer Erschöpfung, die auch durch Schlaf nicht besser werden. Das Hauptsymptom von ME/CFS ist die PEM, die postexertionelle Malaise. Viele bezeichnen diese auch als Crash. Es ist eine massive Verschlechterung des Krankheitszustandes nach kleinster körperlicher, emotionaler oder mentaler Anstrengung. Kurz gesagt, der Körper befindet sich permanent in einem Ausnahmezustand und jede kleinste Überlastung wirft die Betroffenen tagelang bis wochenlang zurück. Das Traurige: Diese Krankheit ist gar nicht neu. Erste Beschreibungen gibt es schon seit den 1930er Jahren. Trotzdem ist ME/CFS bis heute weitgehend unbekannt. Vor Corona waren weltweit etwa 17 bis 24 Millionen Menschen betroffen. Mit Covid sind Millionen dazugekommen. Schätzungen gehen inzwischen von über 65 Millionen Erkrankten aus. Damit ist ME/CFS keine seltene Krankheit mehr, sondern ein globales Gesundheitsproblem. Deutschland hat Berechnungen anstellen lassen und schätzt die Anzahl der ME/CFS-Betroffenen auf 650.000 und den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Schaden alleine für das Jahr 2024 auf 31 Milliarden Euro. Inklusive der Long-Covid-Erkrankten errechnete man dort für 2024 einen Schaden von 63 Milliarden Euro. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen gibt es nur Schätzungen, die in Deutschland von der Pandemie zwischen 70 und 90.000 Betroffenen lag. Die Schweiz erhebt keine Daten. Die genauen Ursachen und Zusammenhänge, wie die Krankheit entsteht, sind noch immer nicht vollständig geklärt. Man geht von einem Zusammenspiel aus Genetik, Infektion und Immunreaktion aus. Aber man weiß, oft beginnt ME/CFS nach einer bakteriellen oder viralen Infektion. Zum Beispiel nach Borreliose, pfeiferschem Drüsenfieber, Grippe oder eben nach Corona. Das Immunsystem gerät dabei aus dem Gleichgewicht. Es reagiert über, produziert zu viele entzündliche Botenstoffe und schädigt die Energieproduktion in den Zellen. Man konnte Entzündungsprozesse im Gehirn nachweisen. Es zeigen sich Veränderungen im Nervensystem. Das vegetative Nervensystem, das Herzschlag, Blutdruck und Verdauung steuert, ist gestört. Das Ergebnis: Es kann nicht mehr genug Energie für den Körper und Gehirn bereitgestellt werden. Die Folgen: Eine Multisystemerkrankung stellt sich ein. Die Symptome sind extrem vielfältig und variieren von Person zu Person. Das macht die Krankheit so schwer zu fassen. Zu den häufigsten Symptomen gehören Brain Fog, Kreislaufprobleme mit Schwindel oder Herzrasen, Kopf-, Muskel- oder Gelenkschmerzen, die kaum auf Schmerzmittel ansprechen, Schlafstörungen trotz permanenter Erschöpfung und Reizempfindlichkeit auf Geräusche, Licht oder Temperatur. Das wichtigste Symptom, welches charakteristisch für ME/CFS ist die Belastungsintoleranz, PEM, in schwerer Ausprägung auch Crash genannt. Schon kleinste Anstrengungen, körperlich, geistig oder emotional, können 24 bis 72 Stunden zeitversetzt eine Kettenreaktion auslösen.
Während der Anstrengung bricht die Energieversorgung zusammen. Alternative Stoffwechselvorgänge können aber das Defizit nicht ausgleichen, das Immunsystem reagiert über. Verschlechterung der Symptome, Grippegefühl, Schmerzen, Erschöpfung sind die Folge. Es entstehen Stoffwechselprodukte, die durch ihren oxidativen Stress die Mitochondrien in den Zellen weiter schädigen. Damit steht noch weniger Energie zur Verfügung. Das Immunsystem beruhigt sich nicht und daher ist kaum oder keine Erholung möglich. Je nach Krankheitsschwere oder Stärke der Überlastung ist diese Verschlechterung der Symptome mild oder eben massiv in Form eines sogenannten Crashes, der die Betroffenen ans Bett bindet. Gute Tage in dieser Krankheit fühlen sich an wie eine Mischung aus schwerer Grippe und Hangover. Nur, dass du das jeden Tag hast, dauerhaft über Jahre. Nun stell dir vor, wie du in diesem Zustand einen Marathon bei 30 Grad laufen musst und zum Schluss noch mit voller Wucht gegen eine Wand rennst. Schmerzen ohne Ende und bodenlose Erschöpfung. Du kannst deinen Körper nicht mehr kontrollieren. Du erträgst kein Licht, keinerlei Geräusche. Sogar Sprechen kann zu anstrengend sein. Du liegst regungslos im Bett, abgedunkeltes Zimmer, unfähig zu denken, zu essen oder sich zu bewegen und hoffst einfach nur, dass es bald vorbei ist. So fühlt sich eine PEM an. Tage, Wochen oder für viele dauerhaft, unsichtbar. Für wie lange, das weiß man im Voraus nicht. Die Bandbreite, wie schwer jemand betroffen ist, also ein Leben mit wenig oder keinen Crashes führen kann, ist riesig und wird mit der sogenannten Bell-Skala bewertet. Je niedriger die Zahl, desto schwerer betroffen und weniger funktional sind die Erkrankten. Manche können noch eingeschränkt zur Schule oder Uni gehen, brauchen aber lange Erholungszeiten. Viele schaffen ein reduziertes Arbeitspensum von zu Hause und müssen dafür auf Freizeitaktivitäten vollkommen verzichten. Andere schaffen kaum noch alltägliche Dinge wie Duschen oder Einkaufen. Und die Schwersterkrankten liegen oft jahrelang in abgedunkelten Zimmern, weil selbst Licht und Geräusche zu viel sind und PEM auslösen. Sie sind aufgrund mangelnder Energie und Muskelkraft auf Pflege angewiesen. Sogar Sprechen kostet zu viel Kraft. Einige von ihnen müssen künstlich ernährt werden, weil sie zu schwach sind, um zu schlucken. Sie fühlen sich wie lebendig begraben. ME/CFS ist also mehr als nur müde sein. Es ist eine Krankheit, die das Leben komplett lahmlegen kann. Heilung? Leider nein. Bisher gibt es keine Therapie, die die Krankheit beseitigt. Manchen helfen Medikamente, die einzelne Symptome ein wenig lindern können, aber nicht die Ursache. Das Einzige, was hilft, zumindest dem Crash zu entgehen, ist Pacing. Dabei versucht man sehr sorgfältig mit der geringen Energie, die einem der Körper zur Verfügung stellen kann, Haus zu halten, ohne einen Crash zu verursachen. Die Vorstellung eines Akkus, der bei der Erkrankten nie vollständig aufgeladen wird, kann helfen. Das heißt, man sammelt alle Aktivitäten, die man an einem guten Tag gemacht hat, und natürlich auch die zu dem Crash geführt haben. Damit bestimmt man sein Energiekonto und plant den kommenden Tag nach Prioritäten ganz genau. Hast du Aktivitäten vor, die außerordentlich sind, musst du die Tage davor beginnen, dich zu schonen und die Tage danach besser im Bett bleiben. Das kann unter Umständen bedeuten, dass du den ganzen Tag nichts anderes machst, als die Wand anzuschauen. Der Akku darf auf keinen Fall leer werden. Also schnell noch unter die Dusche vor dem Arzttermin, das endet unter Umständen in einem Crash. Es gibt kaum oder keine wahrnehmbaren Warnsignale. Der Crash kommt zeitversetzt aus dem Nichts. Das Ganze ähnelt dem Leiterli-Spiel. Da meinst du, du hast deine Akkuplanung im Griff und es geht soweit nach Plan. Dann hast du dich in der Nacht nicht so gut erholt wie gedacht, vielleicht bahnt sich ein kleiner Effekt an. Du hast ein anderes Medikament oder nur schon eine andere Dosierung, vielleicht musstest du beim Arzt länger als geplant warten oder hast dich so über einen Besuch gefreut und zu lange geredet und zack ist es passiert. Du hast einen Crash. Du hoffst, du kannst wieder aufstehen und du hast Glück nach 3 Tagen, nach Wochen oder Monaten. Doch dann nimmt die Misere ihren Lauf. Die gewohnten Tagesenergieplanpakete gelten nicht mehr.
da der Crash immunologisch und neurologisch Schäden hinterlassen hat. Du kennst dein neues Energieniveau nicht, also wie viel Akku du hast und wie viel davon beim stimmigen Tätigkeiten verbraucht werden. Und unversehens landest du im nächsten Crash. Und damit in einer nicht aufhörenden Abwärtsspirale, bis hin zu einem dauerhaften Pflegebedürfnis. Du fragst dich, warum kennst du diese Krankheit nicht? Warum gibt es keine Therapien, obwohl ME/CFS eine ähnliche Krankheitslast und mehr als doppelt so hohe Verbreitung wie zum Beispiel Multiple Sklerose hat? ME/CFS wurde oft abgetan, als psychosomatisch, also als eingebildet, denn es gibt noch keine in der Diagnostik anwendbare biologischen Marker. ME/CFS wird mit Hilfe eines internationalen Genormten-Fragebogens diagnostiziert. So wurde jahrzehntelang zu wenig geforscht und auch die Ärzte viel zu wenig ausgebildet. Erst durch Long-Covid bekommt die Krankheit zumindest im Ausland etwas mehr Beachtung. Die meisten Schweizer Kinder und Jugendlichen erhalten ihre Diagnose zum Beispiel im Ausland. Doch die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen und es gibt viel zu wenig Geld bereitgestellt. Für einen Erkrankten heißt es ein Leben im Ausnahmezustand. Viele verlieren Schule, Studium, Job, Freundschaften. Eigentlich ihre komplette Identität. Auch die Familie sind enorm belastet, weil sie die gesundheitlichen Sorgen, die Pflege, finanzielle Sorgen, soziale Isolation und Hilflosigkeit überfordern. Es bedeutet, das Leben, wie es vorher war, ist weg. Und doch kämpfen die Betroffenen mit unglaublicher Stärke jeden Tag weiter und helfen sich mit ihrer so reduzierenden Energie auch noch gegenseitig, zum Beispiel auf Internetforen oder Selbsthilfengruppen. ME/CFS ist unsichtbar, aber real. Millionen Menschen hoffen, dass die Forschung endlich Linderung oder Heilung bringt. Falls du jemanden kennst, der über die beschriebenen Symptome klagt, glaub ihm. Mach ihn über die Krankheit aufmerksam und nimm die Krankheit ernst. Mach die Krankheit bekannt. Nur so verhindern wir Verschlechterung der Gesundheit von Betroffenen und erreichen wir mehr Anerkennung und Forschung. Und wenn du mehr wissen willst, check die Links. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.